So, wir gucken mal an, was ich so getippt habe. Ach du Scheiße, was sehe ich? Was sehe ich? Ja, wir werden einfach mal erstmal hier so rumspringen. Was habe ich denn da getippt hier? Was habe ich denn da getippt? Wird die nächste Gruppe werden. Was sagt ihr? Realistisch? Okay, was habe ich denn getippt? Also Katar, Ecuador 2-3 getippt. Also 2-3 habe ich getippt. Ecuador hat 2-0 gewonnen. Was auch so jetzt ist. Senegal, Niederlande 1-4 getippt. 0-2. Jetzt Katar, Senegal 2-2. 1-3 ausgegangen. Also Niederlande, Ecuador dachte ich, zu Sek die 3-2 einfach 1-1. Niederlande, Katar 4-2 getippt. 2-0 ausgegangen. Ecuador, Senegal 1-3 getippt. 2-1 Senegal. Ich guck mal die Tabelle. War sogar komplett richtig. Tabelle ist komplett richtig. Guck mal, Niederlande, Senegal, Ecuador, Katar. Bei mir komplett richtig. So, Gruppe B, was haben wir hier? Realistisch? 4, 1-4. Okay, was hatte ich denn da getippt? Was habe ich denn da getippt? Ich habe. Warte mal. Das wird. Okay, was habe ich denn da getippt? Also England 4-1 habe ich getippt. England hat 6-2 gewonnen. Und dann. Oh, ich habe voll gemacht. USA Wales 2-2 getippt. Ist 1-1 ausgegangen. Also immerhin unentschieden. Wales, Iran. Ich hab 3-1 Wales getippt. 0-2. Ach du. England, USA ist 0-0 ausgegangen. Ich hatte 3-2 England. Wales gegen England 2-3 getippt. 0-3 ausgegangen. Und dann Iran, USA habe ich 1-4 getippt. Ist 0-1 am Ende ausgegangen. Tabelle. Ja, fast richtig von der Reihenfolge, außer halt Iran und Wales vertauscht. Aber war auch solide. So, Gruppe. Hier, was habe ich denn da getippt? Die nächste, wir sagen, die nächste Gruppe wird. Okay, Gruppe C, was habe ich denn da getippt? Also, oh mein Gott, Argentinien, Saudi-Arabien. Ich habe 4-1 Argentinien. Einfach Saudi-Arabien gewinnt 1-2. Mexiko, Polen 0-0. Ich hatte 3-2 Mexiko. Komm mal, ich habe bei Polen, Saudi-Arabien 3-1 ist 2-0 ausgegangen. Ich habe immerhin komplett richtig. Argentinien, Mexiko 3-3 habe ich getippt. Argentinien hat 2-0 gewonnen. Guck mal, ich habe fast alles. Bei Saudi-Arabien, Mexiko 1-3 habe ich getippt. 1-2 ausgegangen. Polen, Argentinien 2-4 getippt. 0-2 ausgegangen. Tabelle auch fast richtig. Außer halt Polen und Mexiko vertauscht mal wieder. Aber wegen Tordifferenz weitergekommen. Soweit ich ja weiß. Aber ich habe das wirklich vor der WM einfach nicht gesehen. Oh mein Gott, jetzt wird es aber richtig eng hier. Was habe ich denn da bei Gruppe D? Oh mein Gott, Dänemark, Tunesien habe ich 3-2 getippt. 0-0 ausgegangen. Wird wild. Frankreich, Australien 3-2 getippt. 4-1. Tunesien, Australien dachte ich 1-1. Australien gewinnt einfach. Was habe ich denn da getippt? Frankreich, Dänemark 2-2 habe ich getippt. Ist 2-1 ausgegangen. Nummer Australien, Tunesien, Frankreich 1-4 getippt. Tunesien 1-0 gewonnen. Australien, Dänemark 1-3. Australien hat gewonnen. Und Tabelle. Ja. Frankreich erster. Frankreich auf 1 hatte ich richtig, aber Australien zweiter. Tunesien auf der 3. Dänemark als letzter. Aber wer hat überhaupt vor der WM überhaupt getippt, dass da Dänemark rausfliegen wird? Wer hat das vor der WM getippt? Einfach Australien ist weitergekommen. Seht ihr das? Okay, nächste Gruppe. Die nächste Gruppe. Okay, nächste Gruppe. Hier kommt die Deutschland-Gruppe. Deutschland. Also für das. Oh, jetzt kommt's ja richtig, jetzt kommt's aber. Oh mein Gott. Jetzt kommt's aber. Oh mein Gott, was habe ich denn da getippt? Deutschland, Spanien 1-2. Ich hatte 3-2 Deutschland. Und guck mal die anderen, da gibt es an. Spanien, Costa Rica 3-2. Spanien hat 7-0 gewonnen. Japan, Costa Rica hatte ich 3-1 getippt. Costa Rica hat einfach gewonnen. Oh, guck mal da, Spanien, Deutschland.
2-2 getippt, 1-1 ausgegangen, also immerhin unentschieden. Japan gegen Spanien, 1-3 habe ich leider getippt, das ist 2-1 für Japan ausgegangen bei diesem Betrüger-Tor. Soweit ich ja weiß, da war mehr als deutlich im Aus. Schaut euch als Beweis dieses Bildchen mal an. Schaut ihr da, der war mehr als deutlich im Aus und die FIFA wird sich auch nur rausreden und sagt, nee, der war nicht im Aus. Also, was soll ich da sagen? Mit Costa Rica, Deutschland. Oha, ich habe es komplett richtig getippt. 2-4 habe ich getippt, ist genauso ausgegangen. Die Tabelle, wollen wir nicht drüber reden. Also, Japan erste, Spanien auf die 2. Also immerhin, aber ich hatte ja Spanien und Costa Rica, hatte ich 2 und 4 richtig getippt. Deutschland und Japan hatte ich, hatte ich einfach, aber das konnte auch keiner mitrechnen. So, nächste Gruppe, die nächste Gruppe. Also, 3-1 würde ich sogar sagen. Was würdet ihr sagen? Oh mein Gott. Also Marokko, Kroatien 1-3 habe ich getippt, ist nur 0 ausgegangen. Belgien, Kanada 3-2, 1-0. Oh mein Gott, Belgien, Marokko 4-1 habe ich getippt, ist 0-2 ausgegangen. Kroatien, Kanada 3-2 getippt, 4-1. Kroatien, Belgien 2-2 habe ich getippt, ist 0-0 ausgegangen, immerhin unentschieden. Und Kanada, Marokko, ich habe 3-1 Kanada getippt und Marokko hat 2-1 gewonnen. Was habe ich denn da bei der Tabelle? Aber wer hätte da gedacht, dass da Marokko erster wird und Belgien rausfliegt? Wer hätte das gedacht? Aber Kroatien und Kanada habe ich 2 und 4 richtig getippt. Gut. So, nächste Gruppe. Bei Gruppe G haben wir die Schweiz. Oh ja, kommt mal an. Schweiz, Kamerun habe ich 3-1 getippt, 1-0 gewonnen. Also Brasilien, Serbien 3-2, 2-0. Kamerun, Serbien 2-2 habe ich getippt, 3-3 ausgegangen, also immerhin unentschieden. Brasilien, Schweiz, ich habe 2-2 getippt, Brasilien hat 1-0 gewonnen. Serbien, Schweiz 2-3, 1-3 habe ich getippt. Kamerun, Brasilien habe ich 1-3 getippt, Kamerun hat 1-0 gewonnen, komplett überraschend. Tabelle hatte ich echt Schweiz vor Brasilien? Hä? Also hier Brasilien und Schweiz vertauscht bei mir und auch Kamerun und Serbien habe ich einfach vertauscht. Aber ja, ich weiß nicht, was ich da. Also damit konnte ich aber auch nicht rechnen. Die letzte Gruppe, das darf ich sagen, Uruguay gegen was soll ich sagen? Okay, letzte Gruppe. Uruguay, Korea 3-2, 0-0 ausgegangen. Was hatte ich da noch? Ich habe wieder auf die Favoriten getippt. Portugal, Ghana 3-1, hatte ich richtig knapp. Spiel ist 3-2 ausgegangen. Korea, Ghana 2-2, 2-3 ausgegangen. Portugal, Uruguay hatte ich 2-2 getippt. Portugal hat 2-0 gewonnen. Und dann Korea gegen Portugal. Hat Korea 2-1 gewonnen, aber wer hätte damit aber auch gerechnet? Ghana, Uruguay habe ich 2-3 getippt, ist 0-2 ausgegangen. Tabelle. Portugal auf jeden Fall Erster geworden. Aber wer hätte da gedacht, dass da Korea weiterkommen wird? Also da hatte ich Korea etwas unterschätzt. Aber die Gruppe war solide. Und so würde dann die Gruppe aussehen. Unter diesem Turnierform, das hier wären die Achtelfinalbegegnungen, das wäre dann Niederlande gegen die USA. Aber die haben sogar wirklich gegeneinander gespielt. Das Problem ist ja, dass bei mir jetzt auch andere Partien am Start waren. Also bei mir war es Argentinien gegen Dänemark, Deutschland, Kroatien, war Brasilien, Uruguay. Und Frankreich, Mexiko, Belgien, Spanien, also fast alle haben nicht gestimmt bei mir. Argentinien gegen Dänemark, Deutschland gegen Kroatien, Brasilien gegen Uruguay, England gegen den Senegal, Frankreich gegen Mexiko, Belgien gegen Spanien, gegen Dänemark, Senegal, würde ich sagen, England und Türken sind auch gefährlich und man war noch in Portugal gegen die Schweiz, sage ich, Portugal kommt weiter. Also das ist ein Problem, das war bei mir auch Niederlande hatte gegen USA gespielt. Oha, ich hab's komplett richtig.
Niederlande hat sogar gegen die USA 3-1 gewonnen, komplett richtig. Argentinien hat leider gegen Australien gespielt, 2-1 gewonnen. Dänemark war schon in der Gruppe, war schon weg. Frankreich hat gegen Polen gespielt und nicht gegen Mexiko, hat 3-0. England, Senegal haben sogar gegeneinander gespielt, das ist auch richtig. Kroatien ist bei mir rausgeflogen, die sind im Elfmeterschießen weitergekommen. Brasilien, Korea 4-1, war bei mir gegen Uruguay. Und Spanien, oh, was hatte ich denn da mit Spanien vorgehabt? Sie sind gegen Marokko rausgeflogen. Portugal hat 6-1 gegen die Schweiz gewonnen. Was hatte ich denn da aber vorgehabt? Dann hätten wir laut diesem Turnierplan absolut kranke Viertelfinalbegegnung. Niederlande gegen Argentinien, Deutschland gegen Brasilien. Schade, dass es nicht in der Realität war. Schade. Deutschland gegen Frankreich und Spanien gegen Portugal. Also hier immer wieder 2 Begegnungen von denen, die gestimmt haben. Aber ich weiß nicht, was ich... Also Deutschland, Brasilien, Viertelfinale. Wäre geisteskrank, weil das denn echt so gewesen wäre, war aber leider nicht so. Was wäre das für Schade gewesen? Wenn er wirklich so kommt. Also 2 Begegnungen haben gestimmt bei mir, aber auch 2 nicht, weil Kroatien, Brasilien war bei mir Deutschland, Brasilien. Und ich hatte noch Spanien, Portugal und hier war es Marokko, Portugal. Aber schau mal, was ich mache. Okay, was habe ich denn da jetzt getippt? Also ich würde sagen, Niederlande gegen Argentinien würde ich dann sagen, Argentinien wird weiterkommen. Und dann Fußballexperte. Dann gegen Brasilien. Oder das wird so schwer. Also ich hab's auch gesagt, aber schade, dass es nicht in der Realität war. Das wird so schwer. Also ich glaube, da würde ich tatsächlich sagen, Brasilien wird diesmal weiterkommen. Schade, schade, sie gegen Kroatien rausgeflogen. Klare Angelegenheit werden. England gegen Frankreich. Oder das. Ich gehe tatsächlich mit dem Televerteidiger. Super, Fußballexperte. England hat sogar gegen Frankreich gegeneinander gespielt. Und Frankreich hat sogar 2-1 gewonnen. Das ist auch komplett richtig. Frankreich kommt weiter und Spanien gegen Portugal wird sich Spanien durchsetzen. War zwar Marokko. Also wir halten mal kurz fest. Portugal im Viertelfinale raus, war doch ein guter Call. Halbfinalbegegnung, also da hätten wir laut diesem Turnierbaum Argentinien gegen Brasilien und Frankreich gegen Spanien. Was für Duelle. Schade, dass es auch nicht so in der Realität war. Also bei mir war es gewesen Argentinien gegen Brasilien. Hier ist es Argentinien, Kroatien. Frankreich gegen Marokko war bei mir Frankreich, Spanien. Was komplett anderes ist, als es in der Realität war. Ne? Da würde ich tatsächlich sagen, Argentinien gegen Brasilien, sage ich. Ich sage, Brasilien kommt dann im Finale. Schade. Und Frankreich gegen Spanien wird tatsächlich Spanien weitertippen. Wir gehören auch zum absoluten Favoritenkreis. Ich weiß nicht, was ich da gefeiert habe, aber ich weiß nicht, ob ich da Spanien viel zu stark eingeschätzt habe. Ja, Brasilien war aber auch schon weg. Und Spanien auch. Was hatte ich denn da gefeiert? Aber ich habe immerhin das Finale richtig. Das sieht man ja auch jetzt hier. Habe ich mir auch gerade angeschaut, war richtig geil. Natürlich. Bei laut diesem Szenario wäre dann das Spiel in Platz 3 Argentinien gegen Frankreich und das Finale Brasilien gegen Spanien. Also das war auch krank. Bei mir war das Spiel in Platz 3 Frankreich gegen Marokko und ich hatte das Finale richtig, aber bei mir war das, ich hatte das Finale im Spiel in Platz 3 bei mir. Ich weiß nicht, was ich da gefeiert habe. Ja, was wären das hier für Duelle? Argentinien gegen Frankreich. Ich würde tatsächlich sagen, Argentinien wird sich den dritten Platz von Brasilien gegen Spanien. Aber ich habe immerhin den richtigen Sieger getippt. Außer dass es bei mir Spiel um Platz 3 war und nicht das Finale, wie nicht. Ich habe mir gerade angeschaut, komplett, das war ein richtig krankes Spiel. Jetzt echt, sagt hier, mit einem 2:3 würde ganz knapp Spanien sich durchsetzen.
Oder, was hast du denn da gemacht? Was hast du denn da überhaupt für eine Verzapf? Was hast du dir da überhaupt ausgedacht? Spanien-Weltmeister. Wer hat dich denn verarscht? Ich glaube tatsächlich sogar, dass am Ende mein Weltmeister Spanien sein wird. Ich glaube tatsächlich. Ich glaube, die werden sich am Ende sogar durchsetzen. Weil ich glaube, ich habe die Spanien, glaube ich, viel zu stark eingeschätzt. Ich gucke auf die Kommentare, was habt ihr so geschrieben? Sadaki hat Senegal geschrieben, was ja komplett gewesen wäre. Hingewiesen hat geschrieben Deutschland. Kann man auch so die Torte kloppen anscheinend. Aber ei. Aber es gab auch in der Realität so einige Überraschungen, mit denen man überhaupt nicht rechnen konnte. Was hättet ihr bei ihm so alles getippt? Schaut ja mal rein, wir sehen uns aber hinten mal. Das war absolut krank jetzt.